Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf EMTB News. Wir haben einen ziemlich großen Vergleichstest von Lite EMTBs gemacht und in dem Video hier geht es um das Specialized Levo SL in der Expert-Variante. Korrekt. Korrekt. Ist ein, ich würde sagen mal, ein schönes All-Mountain mit 160, 150 mm Federweg. Was hat es denn sonst noch so für Hard Facts an dem Rad? Hard Facts sind auf jeden Fall ein Fox Performance Elite Fahrwerk. Richtig. Also mit einer Grip 2 Kartusche in der Gabel, was ja schon mal sehr gut ist. Dazu haben wir einen Performance Elite Dämpfer, den Float X, auch absolut top. Also ich finde den Dämpfer auch in anderen Fahrrädern richtig gut. Passt auch gut zu dem Rad selbst. Passt super auch ins Konzept, ne? Ist auch nicht so schwer. Genau. Ansonsten ist es ein Mallet-Aufbau, es ist kein 29er. Es kommt ab Werk als Mallet, kann aber auch als 29er umfunktioniert werden. Dafür gibt es einen kleinen Flip-Chip in der Kettenstrebe, entweder in die eine Richtung, dann ist es für ein 27,5er Laufrad oder in die andere Richtung, dann 29. Genau. Der Motor, der ist aus dem eigenen Hause. Das ist der Specialized SL 1.2. 1.2, weil es die Weiterentwicklung vom 1.1 ist. Der 1.2 ist einfach ein bisschen stärker, ein bisschen 15 leiser. Newtonmeter mehr. Richtig, der hat nämlich in Summe, ich lese es tatsächlich manchmal ab, weil es sind mittlerweile so viele Motoren, man kann sich nicht alles merken. Der hat 50 Newtonmeter maximales Drehmoment und 320 Watt Spitzenleistung. Damit ist das wirklich kleine Aggregat echt gut dabei, rein von den Zahlen. Theoretisch. Theoretisch, weil wie sie es gefahren hat, da kommen wir später dazu. Auf jeden Fall haben wir uns, das kann ich vorwegnehmen, alle mehr von dem Motor erhofft, als es am Ende war. Okay, aber später mehr dazu. Später mehr. Wirkliches Highlight ist auch das Gewicht, muss ich sagen. Ich hatte es an die Waage gehangen und es hat 18,0 Kilogramm ergeben. Ist damit das leichteste in dem kompletten Vergleichstest. Ja. In dem Vergleichstest haben wir übrigens 6 Lite EMTBs gegeneinander antreten lassen. Und zwar waren dabei Centurion No Pogo SL, Focus Jam Square SL, Orbea Rise LT, Santa Cruz Heckler SL und Scott Voltage E-Ride. Also in Summe 6 richtig spannende Lite EMTBs. Ja. Lite EMTB bezieht sich bei dem Rad, könnte man fast sagen, aufs Gewicht, aber eigentlich hat es mit was anderem zu tun. Genau, mit dem Support. Genau, Support vom Motor. Also Lite Support oder Lite Assist E-Mountainbikes kann man eigentlich sagen. Uns ist das nur ein bisschen zu sperrig und zu lang. Deswegen sagt halt jeder irgendwie Lite EMTB dazu. Und genau darum geht es hier. Genau. Ich wollte noch eine Sache ergänzen, und zwar die 18,0 Kilo sind auch inklusive dem Tool im Steuerrohr oben. Ach ja, stimmt. Also kann man noch mal erwähnen. Das sind auch vielleicht, weiß ich nicht, 150, 200 Gramm. Who knows? Also ziemlich beeindruckendes Gewicht, finde ich, für einen Rahmen. Man muss Größe natürlich L. sagen, es hat einen kleinen Akku. Den kleinsten Akku. 360 Wattstunden. Man kann einen Range Extender hinmachen mit 160 Wattstunden. Der Motor ist klein, wir haben es schon gesagt. Vollcarbonrahmen, also Hauptrahmen und Sitzstreben, Kettenstrebe, alles aus Carbon. Da wird schon geguckt, dass das Ding so leicht wie es nur irgend geht umgesetzt wird. Genau. Ja, ansonsten vielleicht noch mal ganz kurz einen Abriss zur Geometrie. Also es ist für Rahmengröße L gut aufgestellt. Es hat einen 475er Reach. Es liegt bei 632 Stack. Also das ist jetzt nicht der höchste Stack, aber wir haben natürlich die Möglichkeit gehabt, mit Spacern zu arbeiten an dem Modell, weil wir ein bisschen Platz hatten und wir hatten einen Lenker mit etwas mehr Rise. Also war die Front grundsätzlich etwas höher schon als bei den anderen Rädern. Das war ganz cool. Das hat auch, glaube ich, allen ganz gut gefallen. Lenkwinkel klassische 65 Grad, also top für All-Mountain-Trailbike-Bereich. Sitzwinkel liegt so ein bisschen über 76. Da würde ich persönlich als Langbeiner mir vielleicht ein bisschen steilere Sitzwinkel wünschen, einfach um ein bisschen aufrechter zu sitzen und ein bisschen effizientere Position zu haben im Fahrrad. Grundsätzlich aber fein. Gerade bei einem Lite EMTB. Kettenstreben liegen so ein bisschen über 440, was eigentlich auch ausgewogen für den Reach-Wert ist und auch passt. Ja, zum Lenkwinkel kann man noch sagen, Specialized liefert verschiedene Lagerschalen mit. Wir haben es auf der neutralen Variante gefahren. Ja. Es gibt noch eine Lagerschale, die man quasi nach vorne oder nach hinten dreht. Dann kann man plus oder minus 1 Grad da noch wählen. Also sprich, wir kriegen sogar einen 64er Lenkwinkel hin, wenn wir das haben wollen. Muss man dann halt gucken, wo das Rad dann hingeht, ja, weil vom Einsatzzweck sehen wir das eigentlich als All-Mountain, also allroundiger Tourer vielleicht sogar, wenn man es mal runterbricht ein bisschen, weil, ich greife da mal vorweg, das Levo SL kann alles ziemlich gut, aber reißt in keine Richtung aus. Also es kann nichts schlecht. Ja. Und kann aber auch nichts super besonders gut. Es ist
es kann alles gut und solide, aber es ist sehr allround. Es ist ein guter Allrounder, Genau. wollte ich gerade sagen. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Aber da kommen wir ja gleich noch dazu. Vorher reden wir aber nochmal über den Motor. Weil der Motor, wir hatten es schon, ist neu, SL 1.2 oder ist überarbeitet. Vorher gab es den SL 1.1. Das Rad kam 2000 mal auf den 2020, Entschuldigung, 20 Jahre zu früh hätte ich es jetzt verortet. Oh Gott, da war ich fast noch nicht auf der Welt. Nein, Quatsch. Also kam 2020, wurde es neu gezeigt. Ganz neu war eines der Leit-EMTBs, was dem Ganzen sehr viel Fahrt gegeben hat, dem Thema. Damals mit dem SL 1.1. Jetzt mit dem SL 1.2. Der Motor hat eigentlich alle Highlights vom 1.1 übernommen. Also ganz großes Highlight würde ich da zwei Dinge sehen. Einmal ist er super klein und super leicht und er hat fast keinen Widerstand, wenn er nicht benutzt wird, also wenn er nicht schiebt oder und so weiter. Also Specialized hatte damals gesagt, dass der Tretwiderstand knapp über einem Dura-Ace-Innenlager von einem normalen Rennrad liegt. Also das ist wirklich nichts. Also alles über 25 oder wenn man das Rad ausgeschaltet fährt, das fährt sich vom Pedalieren wie in dem Fall dann ein etwas schwereres Rad, wobei 18 Kilo eben auch nicht wirklich schwer sind. Ich behaupte mal, ich habe schon Enduro-Bikes gefahren ohne Motor, die ungefähr auch... Das glaube ich sofort. Ja. Der Motor hat 320 Watt in der Spitze und 50 Newtonmeter maximales Drehmoment auf dem Blatt Papier. Die hat er wahrscheinlich auch auf dem Trail, aber jeden von uns hat es eigentlich so ein bisschen enttäuscht, als er losgefahren ist mit dem Rad. Und der Motor kam irgendwie, ich sag's mal ganz salopp, der kam nicht in die Gänge. Er hat sich immer so ein bisschen quakig angefühlt, ein bisschen... nicht quirlig und nicht spritzig, der hat immer so ein bisschen sich so zurückgenommen, hat man das Gefühl gehabt, also er hat halt nicht Ganz ehrlich, ich hatte am Anfang sogar manchmal das Gefühl, er ist aus oder ich habe die Stufe runter reguliert und wollte so antreten am Trail. Man wechselt ja immer mal wieder die Räder und man kommt ja mit so einer gewissen Erwartungshaltung in den Trail rein, weil man irgendwie gerade noch vielleicht ein stärkeres Aggregat unter sich hatte und ich dachte irgendwie, der Motor wäre kurz aus, ne? Weil das auch dann irgendwie, du musst dann schon irgendwie Boost einschalten, sozusagen die höchste Stufe wählen und dann kommt er auch aber eben nicht... Genau, also ich kann mich daran erinnern, dass irgendwie gefühlt jeder aus der Testcrew kam nach der ersten Fahrt an und sagte zu mir, Rico, lass mal die Unterstützung in der App checken, weil wir müssen gucken, ob der wirklich Vollgas macht. Ich habe das geguckt, der war auf Vollgas eingestellt, also mehr ist nicht rauszuholen. Er braucht viel Support. Ich meine, man könnte das jetzt als natürliches Charaktermerkmal irgendwie einordnen, also dass man halt einfach selber ein bisschen mehr irgendwie reinlegen muss an Energie und er tritt sich natürlich auch relativ natürlich. Ja. Er hat wenig Widerstand und so weiter, also es hat ja nicht nur schlechte Aspekte, er hat halt einfach ein bisschen weniger Punch. Am Ende ist er halt ein bisschen schwach auf der Brust. Also ich würde halt sagen, er schiebt mehr, wenn wir mal bei den Light-Support-Motoren bleiben wollen, er schiebt mehr als ein TQ HPR 50, aber er schiebt auf jeden Fall weniger als ein Fazua Ride 60 und weniger als ein Bosch Performance SX, ganz klar. Definitiv. Obwohl der Bosch Performance SX auch 50 Newtonmeter maximal 55 Newtonmeter Drehmoment hat, der Fazua hat 60, der TQ hat wiederum nur 50. Also die liegen irgendwie alle gleich, aber beim Fahren sind die schon ein bisschen anders. Ich hatte da auch ein ganz witziges Erlebnis, nämlich an einer super steilen Stelle, kurz vom Hotel oben in Plesivek, wo wir getestet haben in Tschechien. Bin ich mit unserer lieben Testerkollegin gefahren und sie saß auf dem Specialized. Ich saß auf einem Bosch SX Aggregat und ich bin ganz easy an ihr vorbeigezogen. Ja, klar. Und sie wiegt 40 Kilo weniger als ich. Ja, auf jeden Fall. 45? Aber das ist Leistung. Ja, ja. Ich meine, da hat sich das sehr deutlich gemacht. 320 Watt. Genau, also das, aber du hast es schon gesagt, es ist fühlt sich sehr natürlich an. Ja. Vorteil von dem ganzen System finde ich persönlich, dass es eine echt geringe Geräuschkulisse hat. Also das Rad ist leise, also da klappert nichts, da rattert nichts, der Motor surrt vor sich hin, selbst bei einer hohen Trittfrequenz und viel Unterstützung ist der vollkommen okay. Er ist sicherlich lauter als ein TQ HPR 50. Aber er ist in der Spitze leiser als andere Light-Aggregate, würde ich persönlich sagen. Aber wenn wir jetzt gerade beim Thema sind, können wir gleich in Richtung Trail-Eindruck und Uphill gehen. Unbedingt.
Da muss man natürlich sagen, man spürt es natürlich, dass nicht so viel Power vorhanden ist. Es hat aber auch positive Aspekte, gerade für leichtere Fahrer oder Fahrerinnen. Das hat nämlich zum Beispiel auch unsere Testerin bemerkt, dass du weniger überfordert wirst, wenn es zum Beispiel technisch ist, wenn es irgendwie um enge Kehren geht, wenn du sozusagen auf einem normalen Power-EMTB oder auch ein bisschen leistungsstärkeren Light-EMTB sitzt, dass du halt viel mit der Hinterradbremse korrigierst und so weiter. Und das musst du halt bei so einem Motor nicht ganz so stark, weil halt einfach da nicht so dieser Punch kommt. Genau. Ne? Du wirst nicht so irgendwie mit rotierendem Hinterrad irgendwie um die Ecke fegen und kannst es halt ein bisschen besser kontrollieren. Ich meine, das ist sozusagen der Benefit von weniger Leistung. Würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also auch von der Abstimmung her, ja, ich kann den Motor ja nochmal mit der App noch ein bisschen rauf runter regeln. Ja. Also das hat schon alles so genau das, was du sagst. Es überfordert nicht, es ist passend für den Light-Support. Viel Traktion auch. Ja. Genau. Ich meine, du musst halt einfach ein bisschen mehr Kraft reinsetzen in das Ganze, aber du hast viel Traktion und kommst damit gerade in sehr technischen, verblockten Segmenten gut vorwärts. Mitch, wir haben jetzt super viel schon über das Thema irgendwie Uphill geredet und Allrounder ist schon gefallen und so weiter. Wie war es denn im Downhill und auf dem Trail? Ja, also ich muss sagen, mit meiner Körpergröße, die 475 Reach sind okay, sind für mich natürlich auch ein bisschen knapp. Wir haben ja verschiedene Körpergrößen in unserer Testcrew, da geht alles von 1,60 bis zu mir. Größer, aber 1,65 bis 1,94 ich. Und das Fahrrad grundsätzlich fährt solide. Ich würde aber ganz klar sagen, es hat nicht die Sicherheit und dieses vertrauenserweckende Gefühl gehabt wie andere Räder im Test. Das heißt, das Mallet, das Heck mit Mallet-Bereifung zusammen irgendwie mit der Grundcharakteristik war für mich nicht so stabil. Also es war bei hohen Geschwindigkeiten, muss ich sagen, kam es schnell an seine Grenzen. Es hat die Schläge auch ein bisschen mehr durchgereicht. Hinterbau hat sich verhärtet, hätte ich gesagt. Irgendwie war es einfach nicht so satt. Also ich habe mich da nicht so komfortabel und wohl gefühlt, wenn es mal richtig zur Sache ging. Wenn es jetzt natürlich ein bisschen langsamer und ein bisschen flowiger zur Sache ging, da war es absolut gut. Also oder wie würdest du es beschreiben? Also für mich auf jeden Fall, ich komme bei einem Specialized immer an den Punkt, draufsetzen, wohlfühlen. Das ist wirklich, also bei einem anderen Rad brauche ich vielleicht so 1-2 Runs zum Einfahren. Beim Specialized war tatsächlich immer so, egal welches Modell, ich setze mich drauf, fahre los und bin sofort zu Hause. Das kann Specialized sehr, sehr gut, weshalb ich das Rad super gut bei Anfängern sehe. Tatsächlich, also ihr wisst ja, wir kategorisieren ganz gern, wo ist das Rad platziert? Anfänger, Fortgeschrittene, ambitioniert Fortgeschrittene oder Profis? Wen supportet das Rad am meisten? Und beim Specialized Levo SL Expert sind wir eigentlich einstimmig dazu gekommen, dass es von Anfänger bis ambitioniert Fortgeschrittene gut geeignet ist. Profis beschränkt es aufgrund von dem, wie du es gerade gesagt hast, verhärtender Hinterbau, es wird unruhig, es fehlt ein bisschen an Reserven, vielleicht sogar auch an Punch vom Motor. Ich persönlich hätte mir das Rad lieber in Full 29 gewünscht. Definitiv. Das würde dem, glaube ich, gut stehen. Ja. Genau. Ja, ich meine, das Gesamtpaket passt. Das ist ein guter Allrounder, wie wir das schon benannt hatten. Für mich jetzt zum Beispiel, für mich speziell, hat es einfach ein bisschen, es limitiert mich so ein bisschen hinten raus. Also wenn ich richtig Gas geben will, das war für mich auch ein bisschen die Reifen, die sind relativ dünn. Bei mir mit um die 100 Kilo ist das halt natürlich dann immer ein bisschen grenzwertig. Das konnten einfach andere Bikes im Test ein bisschen besser. Ja, das sehe ich auch so. Wenn euch die anderen Räder dazu noch interessieren, die wir hier in dem Vergleichstest haben, dann lest mal in den Descriptions, da werde ich nämlich den Artikel dazu reinpacken und dann findet ihr auch alle anderen Videos und Artikel dazu. Wenn ihr noch Fragen zum Specialized Levo SL Expert habt, dann postet sie in die Kommentare, wir werden das Ganze beantworten. Am Ende ist wie immer zu sagen, bleibt elektrisch.